Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Der Pinguin meines Lebens. Die wahre Geschichte einer unwahrscheinlichen Freundschaft von Tom Michel ist ein bewegendes und warmherziges Buch über eine außergewöhnliche Verbindung zwischen Mensch und Tier. Inmitten der politischen und ökonomischen Unruhen des 1970er Jahre Argentinien beginnt die Geschichte mit Tom Michel, der als junger Engländer an einer Schule im Ausland arbeitet. Alles ändert sich, als er an einem verschmutzten Strand einen quasi leblosen Pinguin findet. Michel rettet das Tier und gibt ihm ein neues Zuhause, womit sich eine innige und ungewöhnliche Freundschaft entwickelt. Der Pinguin, den er Juan Salvador nennt, begleitet Tom nicht nur auf seinen täglichen Wegen, sondern bringt auch Licht und Freude in das Leben seiner Schüler und Kollegen. Das Buch ist nicht nur eine Erzählung über Tierliebe, sondern auch über Mitgefühl, Verantwortung und die kleinen Wunder des Lebens. Mit Humor und Feingefühl beschreibt Michel die zahlreichen Herausforderungen sowie die oft unerwarteten Freuden, die das Leben mit einem Pinguin in Argentinien mit sich bringt. Am Ende bleibt eine Geschichte, die zum Nachdenken anregt, Wärme spendet und Lust darauf macht, selbst auf das scheinbar Unmögliche zu vertrauen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Rettung und Eingewöhnung des Pinguins. Das Buch beginnt mit einer einschneidenden Szene. Tom Michels spontaner Rettungsaktion, bei der er einen ölverschmierten Pinguin von einem Strand in Uruguay befreit. Der Vorgang ist nicht nur körperlich anspruchsvoll, sondern auch emotional eine Überwindung, da Michel keinerlei Erfahrung im Umgang mit Wildtieren hat. Die Eingewöhnung des Pinguins, der später Juan Salvador genannt wird, gestaltet sich ebenfalls als Herausforderung. Tom muss improvisieren, um dem Tier ein sicheres und artgerechtes Umfeld zu schaffen, während er gleichzeitig seine Arbeit an der Schule nicht vernachlässigen will. Dabei wird deutlich, wie viel Empathie und Verantwortungsbewusstsein erforderlich sind, um einem hilflosen Lebewesen zur Seite zu stehen. Die ersten gemeinsamen Tage sind geprägt von Unsicherheit, aber auch von gegenseitigem Vertrauen, das sich zwischen Mensch und Tier entwickelt. Dieses Kapitel lehrt, wie Mitgefühl und Initiative in Ausnahmesituationen zu überraschend positiven Ergebnissen führen können. Zweitens: Das Leben an der argentinischen Schule. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Buches ist das Zusammenleben mit Juan Salvador in einem Internat. Michel unterrichtet an einer Privatschule und bringt den Pinguin kurzerhand mit, um sich weiterhin um ihn zu kümmern. Die Reaktion der Kollegen und Schüler schwankt zunächst zwischen Erstaunen, Skepsis und Begeisterung. Juan Salvador wird jedoch schnell zu einem festen Bestandteil der Schulgemeinschaft. Besonders für die Schüler entwickelt er sich zu einem wertvollen Freund und sogar zu einem Maskottchen, das das Gemeinschaftsgefühl stärkt. Michel beschreibt anschaulich, wie sich durch die Anwesenheit des Tieres die Stimmung an der Schule zum Positiven verändert. Diese Erfahrungen machen deutlich, wie Tiere einen Einfluss auf menschliche Beziehungen und das Wohlbefinden einer Gemeinschaft haben können. Die Schule wird nicht nur zu einem sicheren Hafen für den Pinguin, sondern auch zu einem Ort neuer Freundschaften und Lebensfreude. Drittens: Entwicklung einer einzigartigen Freundschaft. Zentral im Buch steht die wachsende Freundschaft zwischen Tom Michel und Juan Salvador. Was zunächst aus Nächstenliebe entstand, entwickelt sich zu einer tiefen, authentischen Beziehung. Michel spürt eine tiefe Verbundenheit zu dem Tier, das wiederum Loyalität, Neugier und Sanftmut zeigt. Die täglichen Routinen, das gemeinsame Erleben von Abenteuern und kleinen Missgeschicken festigen dieses Band. Michel erfährt durch Juan Salvador nicht nur Trost in schwierigen Momenten, sondern bekommt auch eine neue Perspektive auf das Leben. Die Freundschaft ist geprägt von gegenseitigem Respekt, Verständnis und einer leisen menschlichen Sehnsucht nach Verbundenheit, die das Buch über seine Tiergeschichte hinaus bedeutsam macht. Dieses Kapitel zeigt, wie echte Freundschaft Grenzen überschreiten und das Leben bereichern kann. Viertens: Die Auswirkungen des Pinguins auf die Menschen im Umfeld. Juan Salvador bleibt nicht nur ein Teil von Michels Leben, sondern beeinflusst auch die Menschen um ihn herum in besonderer Weise.
Viele Mitarbeiter und Schüler der Schule erleben durch den Pinguin kleine und große Veränderungen. Einige Kinder, die sich vorher einsam oder unbeachtet fühlten, blühen auf, sobald sie sich mit dem Pinguin beschäftigen dürfen. Selbst Erwachsene werden durch das Verhalten des Tieres zu mehr Offenheit und Herzlichkeit motiviert. Das Buch erzählt von kleinen Wundern im Alltag, etwa wie eine strenge Lehrkraft durch das Tier plötzlich ein Lächeln zeigt oder wie der Pinguin die Schulgemeinschaft in Krisenzeiten zusammenhält. Diese Beobachtungen unterstreichen die transformative Kraft, die Tiere auf Menschen und soziale Beziehungen haben können. Juan Salvador fungiert als Vermittler und bringt Menschen zusammen, was besonders im schulischen Kontext einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Schließlich Reflexion über Mitgefühl, Verantwortung und die Bedeutung. Kleiner Wunder, Tom Michel, reflektiert im Buch über grundlegende Werte wie Mitgefühl, Verantwortung und die Fähigkeit, im Alltag Wunder zu erkennen. Die Rettung und Pflege von Juan Salvador erfordern für Michel ein großes Maß an Selbstaufgabe, Geduld und Integrität. Er muss lernen, Verantwortung für ein Lebewesen zu übernehmen, dessen Bedürfnisse sich von seinen eigenen erheblich unterscheiden. Zugleich wird dem Leser durch zahlreiche Anekdoten verdeutlicht, dass gerade in schwierigen oder scheinbar aussichtslosen Situationen Hoffnung entsteht und kleine Wunder geschehen können. Der Alltag mit dem Pinguin wird zu einer Metapher für den Mut, Ungewöhnliches zu wagen und für die Bereicherung, die sich aus einer offenen, mitfühlenden Haltung ergibt. Dieses Kapitel regt zum Nachdenken darüber an, wie jeder im eigenen Leben Mitgefühl und Verantwortung stärker leben kann, um echte Wunder zu ermöglichen. Zusammenfassend: Der Pinguin meines Lebens ist ein Buch für alle, die nach Mitgefühl, Menschlichkeit und Wärme suchen. Sei es im Alltag, im Umgang mit Tieren oder im zwischenmenschlichen Bereich. Besonders Tierfreunde, Pädagogen sowie Menschen, die Freude an wahren Geschichten und außergewöhnlichen Erlebnissen haben, profitieren von diesem Werk. Tom Michels Schreibstil ist gleichzeitig humorvoll und nachdenklich. Er macht Mut, sich auf das Unerwartete einzulassen und Verantwortung für Schwächere zu übernehmen. Das Buch vermittelt tiefgreifende Lebenslektionen, ohne dabei belehrend zu wirken. Alles verpackt in einer herzergreifenden Geschichte, die noch lange nachklingt. Im Vergleich zu anderen Büchern über Mensch-Tier-Beziehungen besticht Der Pinguin meines Lebens durch seine hohe Authentizität und die feine Beobachtungsgabe des Autors. Michel schafft es, eine sehr persönliche und universell verständliche Erfahrung weiterzugeben. Das Buch legt nahe, dass jeder von uns die Kraft hat, mit kleinen Taten Großes zu bewirken und damit nicht nur unser eigenes Leben, sondern auch das unserer Mitmenschen zu bereichern. Während viele Werke sich auf die Beziehung zu Hunden oder Katzen konzentrieren, bringt dieses Buch einen frischen Blickwinkel durch die Geschichte eines Pinguins, der zum Symbol für Hoffnung, Lebensmut und Freundschaft wird. Der Kauf dieses Buches bedeutet somit mehr als nur eine weitere Tiergeschichte. Es ist eine Einladung, die eigene Wahrnehmung zu schärfen, mutig und mitfühlend durchs Leben zu gehen und auch im Alltag Platz für Wunder zu lassen. Wenn Sie unterstützen möchten, Tom Michel, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.